In diesem Video zeige ich dir unsere Content Refresh Strategie. Inhalte auf deiner Webseite sollten aus SEO-Gründen regelmäßig aktualisiert werden. Aber wie oft ist es wirklich notwendig, Inhalte abzudaten? Was passiert eigentlich, wenn ich es nicht mache? Und welche SEO-Vorteile habe ich vielleicht, wenn ich es mache? Und was genau versteht man unter Aktualisieren? All diese Fragen werde ich dir in diesem Video beantworten. Ich werde dir auch unsere interne Agentur-Checkliste geben, die ich aufgrund eines Kundenbeispiels mit dir durchgehen werde. Und ja, natürlich werden wir auch ChatGPT verwenden. Also warum ist Content Aktualisieren grundsätzlich wichtig? Grundsätzlich verlieren Inhalte ihre Aktualität mit der Zeit. Es gibt manche Inhalte, die sind sehr lange gültig und manche eben nicht. Ein Beispiel, ein Blogartikel zum Thema SEO-Trends 2020 ist vielleicht nicht mehr aktuell, weil sich vielleicht die Trends oder wichtigsten Google-Ranking-Kriterien mit der Zeit verändert haben. Auf der anderen Seite ein Blogartikel oder Inhalt von einem Rezept für Apfelstrudel aus dem Jahr 2020 wird weiterhin relevant sein. Ich nehme an, den hat man 2020 noch immer genauso gemacht wie heute. Somit ist die Empfehlung klar, du solltest regelmäßig über deinen Content arbeiten. Wenn du das machst, hast du die Chance, SEO-Rankings zu verbessern und die Anzahl der Website-Besucher. Google liebt nämlich Inhalt, der regelmäßig aktualisiert wird. Wenn du das nicht machst, passiert genau das Gegenteil. Du verlierst SEO-Rankings mit der Zeit und dadurch immer mehr Website-Besucher. Aber nicht nur Aktualität, sondern einfach auch die Spielregeln wie Blogartikel von Menschen oder auch von Google wahrgenommen werden. Es gibt so Konzepte wie EAT, Helpful Content Update, vielleicht Updates in den strukturierten Daten, alles Schlagwörter, die dir nichts sagen müssen. Aber Google aktualisiert einfach auch die Spielregeln. Also somit macht es auch aus dieser Sicht Sinn, Inhalte regelmäßig zu überprüfen. Wir haben viele Jahre das bei unserer eigenen Agenturblog erlebt. Unser Problem, wir hatten einfach zu viele Blogartikel, hatten nie daran gedacht, sie zu aktualisieren, aber haben immer mehr an Website-Besucher und Rankings verloren. Heute haben wir unsere Strategie geändert. Wir schreiben kaum mehr neue Blogartikel, sondern aktualisieren primär jene, die da sind und entfernen jene Blogartikel, die wir nicht mehr aktualisieren wollen. Dafür sind jene Blogartikel, die wir oben haben, einfach meist besser als die vom Mitbewerb, weil wir uns einfach sehr viel Mühe geben, diese Inhalte zu servicieren und zu aktualisieren. Eine Frage, die natürlich oft kommt: Sebastian, reicht es aus, dass ich in dem Blogartikel einfach nur die Jahreszahl ändere? Nein, das haben wir sehr oft ausprobiert, aber es hat kaum Effekt. Und wie im Beispiel vorher, die Google Trends aus 2020 oder aus 1997 haben heute einfach keine Aktualität, auch wenn ich das Datum auf 2023 ändere. Was genau beim Aktualisieren zu tun ist, zeige ich dir gleich bei unserer internen Checkliste. Zuerst klären wir aber noch, wie oft sollte man den Content überhaupt noch aktualisieren. Ich empfehle grundsätzlich alle 12 Monate jeden einzelnen Inhalt überprüft zu haben. Und das ist egal, ob du über SEO-Trends oder über Apfelstrudel schreibst. Du bist beim Thema Apfelstrudel einfach viel schneller fertig mit einer Aktualisierung oder Überprüfung als vielleicht bei den SEO-Trends. Was macht man aber jetzt mit Inhalten, die man eben nicht mehr aktualisieren kann oder auch möchte? Da empfehle ich eigentlich 3 Methoden. Auf der einen Seite, wir löschen den Inhalt, redirecten oder weiterleiten den URL auf einen thematisch nahen Blogartikel. Also die SEO-Trends 2019 könnte ich auf die SEO-Trends 2021 umleiten. Ich lösche den Artikel und erstelle keine Weiterleitung. Oder die dritte Variante, ich möchte den Inhalt auf meiner Website lassen, allerdings setze den auf No-Index und Google beachtet den zwar noch, wird den aber nicht mehr im Google-Index aufnehmen und dadurch erzeugt er mir keine schlechten User-Signale mehr und alles ist gut. Kommen wir nun zur SEO-Refresh-Checkliste. Ich zeige dir jetzt alle Punkte aufgelistet. Du kannst gerne dieses Video pausieren und einen Screenshot davon machen. Oder du gehst in die Videobeschreibung und hier habe ich dir einen einfachen Notion-Link bereitgestellt. Da kannst du draufdrücken und gerne die Liste dir in Ruhe durchschauen. Und natürlich ist es erlaubt und gewünscht, diese Liste oder dieses Video deinen Arbeitskollegen, Chefs oder Freunden weiterzuleiten. Danke für deine Unterstützung. Wir gehen die Checkliste jetzt aber aufgrund eines Beispiels durch. Und zwar habe ich mich dafür entschieden, von der Firma Object Bay den Artikel Scrum Master. Scrum Master ist ein Begriff der agilen Softwareentwicklung und er wird grundsätzlich in Österreich über 2100 Mal gesucht. Hier verwende ich den KW-Finder von Mangools. Link ist wie immer unten in der Beschreibung, wenn du auch so eine Suite verwenden möchtest. Und in Deutschland hat dieses Keyword sogar 25.300 Suchvolumen. Also ganz klar, es gibt ein SEO-Ziel, das es auch auszahlt, danach zu optimieren. Das ist einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Grundsätzlich würde ich dir empfehlen, bei den Blogartikeln zu beginnen, die den ältesten Aktualisierungsdatum drin haben.
Wo findest du das heraus? Hier ein Beispiel bei ObjectBay, immer /sitemap XML, also hoffentlich hast du eine Sitemap, ist eine der SEO Basics, die du haben solltest technisch. Wenn nicht, schau dir dazu gerne ein Video an. Und da suche ich jetzt einfach nach Scrum Master und das Witzige war, ich habe es nicht gefunden. Das ist ein Fehler, den sozusagen der Content Refresher oder Content Überarbeiter melden sollte oder eben tatsächlich ein Fehler ist. WordPress-Webseiten haben meist Yoast SEO oder RankMath im Einsatz. Hier ein Beispiel mit Yoast SEO. Da kann ich dann aufgehen auf Post und sehe immer dieses Last Modified und kann einfach danach schauen, welcher Artikel wurde als letztes aktualisiert und den nehme ich heraus. Wir bleiben aber jetzt bei dem Scrum Master Beispiel. Nächster Check ist, auf welcher Position befinden wir uns aktuell in Google? Wir verwenden bei Kunden den SERP Watcher, das heißt, wir lassen täglich überprüfen, wo wir mit dem Blogartikel sind. In dem Fall können wir uns anschauen. Im SERP Watcher haben wir das schon vor vielen Tagen eingerichtet. Scrum Master in Deutschland aktuell auf gar kein Ranking. Es kommt ab und zu. Also wir waren kurz auf Platz 56, kurz auf Platz 25 und sind dann wieder komplett verschwunden. In Österreich schaut es ein bisschen besser aus. Da sind wir so zwischen 11 und Platz 5, aber auch erst seit wenigen Tagen. Und der Blogartikel ist schon einige Zeit alt, also sicher viele Monate bereits. Diesen Status würde ich empfehlen, eben in einem Tracking-Tool zu verwenden oder mir einmal in einem Excel aufzuschreiben, damit man sich anschauen kann, wo waren wir vor der Optimierung und wo landen wir danach. So, Next Step ist, ich gehe in die Google Search Console. Solltest du die Google Search Console noch nicht aktiv haben, blende ich dir oben ein Video ein, wo ich eine Anleitung erstellt habe, wie man die integriert und verwendet. So, wir sind in der Search Console des Kunden, gehen jetzt hier auf Google Suchergebnis oder Leistung und geben hier jetzt unter Seite genau diese URL ein. Wir sehen, wir kriegen nur 24 Klicks in den letzten 3 Monaten. Ich lasse mir hier die Spalte Position mit einblenden und dann schaue ich mir einfach an, wo schenkt uns Google vielleicht immer wieder Impressionen, auf welchen Positionen sind wir in etwa und erstelle mir so eine Art Ideenliste, was für Themen ich mich noch beschäftigen könnte. Also, was sind Scrum Master Aufgaben? Das heißt, ich könnte da schauen, welche Aufgaben habe ich, das habe ich so abgedeckt und ich suche einfach Begriffe, die ich nicht so gut abgedeckt habe. So, wieder Aufgaben, wie werde ich einer, also Ausbildung oder genau, das ist vielleicht das gleiche, Ausbildung, genau, haben wir gar nicht, also der Artikel beschreibt gar nicht, wie werde ich Scrum Master, ist vielleicht ein Content Gap Idee, also da könnte ich wieder meinen Artikel hier an dieser Stelle erweitern. Scrum Training geht in dieselbe Richtung, schreibe da einfach ein paar Ideen auf. Der nächste Check ist, ich schaue mir an, ob ich eine konkurrierende Seite habe. Also es sind mehrere Seiten, die Google zur Scrum Master ausspielt, ja oder nein. Das mache ich auch wieder in der Search Console, schaue mir die letzten 3 Monate an und diesmal nicht Seite, sondern Suchanfrage und gebe hier Scrum Master ein, sage exakte Anfrage und sehe hier, wenn ich auf Seiten klicke, welche Seiten hier angezeigt werden. In dem Fall ist nur eine, die ausgespielt wird, passt. Wenn hier mehrere sind, die viele Impressionen haben, dann würde ich das dem SEO-Manager oder dem Kunden melden und sagen, das sind einfach Inhalte, die miteinander konkurrieren. Bitte um Entscheidung, wie wir weiter vorgehen. Jetzt kommt der nächste Punkt und zwar, ich schaue mir den Mitbewerb einfach an. Das ist einer der essentiellsten Sachen. Ich in unserem Fall gehe wieder in die Mangul Suite und zwar in den SERP Checker. Deutschland, gebe das Keyword ein und dann sehe ich einfach, okay, was ist da so der Mitbewerb? Und da mache ich 2 Dinge grundsätzlich. Das eine ist, ich vergleiche das jetzt einfach mit dem Blogartikel und schau mir an, ist mein Blogartikel von der Informationstiefe, von der Einzigartigkeit des Inhalts wirklich besser als die aktuell ranken, ja oder nein? Das sieht man zum Beispiel, die machen das Thema Training, Zertifizierung und Co. Zumindest wird es hier wahrscheinlich behandelt. Genau, wie viele Bilder, wie viele Grafiken haben die erzeugt, wie ist die Struktur, wie lang ist der Artikel und schau mir das jetzt rein von der groben Struktur an. Und das mache ich mit jedem Blogartikel, klicke mich durch die vielen Pop-ups und mache mir da mein Bild. Next Steps ist ChatGPT. Und zwar analysieren wir jetzt die Überschriftenstruktur. Und zwar mit dem Google Chrome Plugin SEOmeter in One-Click sehe ich auf einen Klick alle Überschriftsstrukturen. Die kopiere ich mir mal raus und das mache ich von jedem Mitbewerber und dokumentiere mir das in einem Word-Dokument. Also Schritt 2, auch die Mitbewerber sozusagen alle rauskopieren. Danach gebe ich in ChatGPT folgende Anweisung. Hier ist die Outline eines Artikels zum Scrum Master. Der Artikel ist unvollständig und soll ergänzt werden. Also oben sind jetzt deine Überschriften und darunter, du bist jetzt ein Experte für agile Softwareentwicklung, also gibst ChatGPT ein bisschen einen Kontext
Und die weitere Prompt ist, Schritt 1, gib mir eine Liste der H2 und H3-Überschriften von Artikeln der Top-Mitbewerber. Diese stellen die fehlenden Themen und Unterthemen dar, streiche alle Punkte, die thematisch identisch sind und erstelle aus den verbleibenden eine neue Liste. Schritt 2, ergänze die obige Outline mit allen fehlenden Themen und Unterthemen aus der neuen Liste, vermeide thematische Wiederholungen und so weiter. Genau, das ist dann der Input, das kopiere ich die Überschriften rein und da kriege ich eben eine tolle Liste an Inhalten, die mir hier fehlen. Und da sind wir ganz viele Punkte, die in unserem Inhalt einfach fehlen. Das war schon okay, dass das Initial ist sozusagen der Inhalt vom Kunden gekommen, aber es fehlt einfach, um vollständig zu sein, sehr viele Themen, die hier abgedeckt werden sollten. Wenn ich an der Stelle herausfinde, das wäre so viel Aufwand und das ist es mir nicht wert, dann kann man hier stoppen, dann würde ich auch das Keyword an der Stelle rauswerfen, sagen, das ist kein Ziel mehr oder es ist mir es nicht wert, dieses Ziel zu verfolgen und dann lasse ich das. Wenn es ein Ziel ist, rein vom Suchvolumen wäre das ein sehr interessantes Ziel, dann muss ich den Text um diese Struktur erweitern und ergänzen. Nächster Schritt, wir schauen uns die SEO Basics an. SEO Basics für mich ist ein Titel vorhanden mit dem Keyword darin, gibt es eine gut formulierte Metabeschreibung, passt die H-Überschriften, also sprich eine H1, 2, 3 H2 und sonst H3 oder anderes, passt die Hierarchie der Überschriften, kommt in den Bildern Namen, also Dateinamen oder Altattribute das Keyword vor und wie schnell in der Einleitung, also in den ersten Sätzen des Blogartikels kommt das Keyword vor. Auch das können wir wieder mit SEO Meta One-Click anschauen, das heißt Scrum Master ist im Titel vorhanden. Da ist eine wahrscheinlich zu lange Meta-Description, das würde ich mir geistig notieren und sagen, könnte man vielleicht knackiger gestalten. Wir haben 2 H1-Überschriften. Bei Bedarf kann ich das verändern oder würde das aufzeigen. Das ist hier eine Mobile- und Desktop-Ansicht. Genau, und habe dann einfach sehr viele H2, ein paar H3, ein paar H4, ein paar H5. Passen die thematisch? Ja, wir haben dann immer wieder auch das Wording da drinnen. Sie passen ja ganz gut zusammen. Ob jetzt, weiß ich nicht, H2 der Kontaktüberschrift H2 sein sollte, das würde ich dann eben entweder selber umändern, wenn ich dazu die Rechte und die Erlaubnis habe, oder dann eben melden, zu sagen, du, da ist irgendwie das Untermenü, wahrscheinlich da unten etwas. Genau, das sind Elemente oder Überschriften, die vielleicht jetzt nicht idealerweise als H-Überschriften definiert sein sollten. Bilder genau das gleiche Thema, das heißt, ich schaue mir an, was für Bilder sind da vorhanden. Da ist zum Beispiel Scrum-Master WebP, passt, aber das Altattribut würde fehlen. Da würde ich schreiben Scrum Master, Scrum Board, Aufgaben. Und das fehlt mir. Das würde ich dann sofort einfach ändern oder ändern lassen. Und der Check, ob in den ersten Worten, ja, also das ist die Einleitung. Also Scrum Master, genau, also Überschrift an der H1 ist es drinnen. In den ersten Zeilen kommt das Scrum Master sogar mehrfach vor, also grundlegend Check. Jetzt wird spannend, nämlich als nächstes schauen wir uns die Blogartikel Basics an. Da gehen wir mal die Liste durch und dann schauen wir uns das im Blogartikel gemeinsam an. Also, habe ich einen FAQ am Ende des Blogartikels? Gibt es ein Inhaltsverzeichnis und gibt es eine Autorenbox? Gibt es genug Grafiken, Bilder und vor allem Videos? Wenn man selbst keine Videos und so weiter hat, greift man idealerweise auf Fremdmaterial. Man kann sorgenlos YouTube-Videos von anderen Channels einfach in die Website einbetten, sollte halt nicht der größte Konkurrent sein. Aber sonst hat das ja einen Mehrwert für deinen Artikel, dass alles dort gesammelt vorhanden ist. Füge einen Bereich hinzu, wo du Quellen auch angibst und dann auch wirklich dorthin linkst. Das heißt, auf welchen Daten basieren deine Annahmen oder deine Behauptungen, die du hast. Und wenn du da auf andere Quellen referenzierst, dann ist das was Positives. Füg unten einen Fazitbereich hinzu und ganz oben aber das Wichtigste in Kürze. Manche Menschen wollen einfach, was ist ein Scrum Master, und wollen eine schnelle Antwort haben. Prüfe, ob das Create- oder Last-Update-Datum oder beides im Blogartikel angezeigt wird. Wenn nicht, klär das eben mit deinem SEO-Manager oder Marketingleiter. Bei sehr vielen Blogartikeln empfehle ich es, manchmal empfehle ich es nicht, aber das würde den Rahmen dieses Videos jetzt sprengen. Und der letzte Check ist, passt die mobile Ansicht des Blogartikels. Schauen wir uns das Ganze wieder aufgrund dessen an. Also, wir haben ein Inhaltsverzeichnis, wir haben grundsätzlich eine Autorenbox. Was mir hier fehlen würde, ist einfach 1, 2 Sätze. Wer ist dieser Herr Haslinger? Das ist nämlich der Geschäftsführer. Und wieso kennt der sich aus? Wenn hier steht, ist seit 20 Jahren super erfahrener, agiler Scrum-Manager, dann würde ich dem Artikel ja noch mehr Bedeutung schenken, als wenn eben er seit einem halben Jahr erst Scrum macht. Wir haben oben nicht schön dargestellt in Kürze, was ist ein Scrum Master? Schauen wir mal an, ob es ein Fazit gibt. Nein.
Wie wird man zum Scrum Master? Das haben wir vorher kritisiert. Ich glaube, das ist nur sehr schlecht ausgeprägt. Genau. Aber nein, ist sozusagen ein Fazit würde fehlen. Ein Quellenbereich fehlt, also auf welche Daten und Informationen stützen wir uns da. Grafikbilder und Videos werde ich dir dann auch gleich zeigen, wie wir das verändern würden, aber fehlt ganz klar. Also den müssen wir da auf jeden Fall nachbessern. Und bei dem Kunden haben wir uns dagegen entschieden, über ein Create- und Last-Update-Datum darzustellen. Also geistig aber check habe ich mir zumindest beachtet oder kurz behandelt. Und alles, was jetzt fehlt, kommt auf meine Checkliste für, werde ich jetzt überarbeiten. Dann, das ist jetzt so eine Summe an allem, aber ich habe dir das Beispiel mitgebracht, versuch den Content jetzt benutzerfreundlicher zu machen. Und zwar haben wir jetzt einfach genau den gleichen Blogartikel hergenommen und den einfach nur ein bisschen anders umstrukturiert. Wir haben die erste Überschrift ein bisschen umformuliert und wir haben sehr schnell, sieht man hier, was ist ein Scrum Master, Arbeitsweise und Philosophie, Bedeutung. Man sieht schon, wir haben Bilder hinzugefügt. Die haben uns einfach über KI generiert. Haben uns ein paar Bilder. Idealerweise hätten wir auch ein YouTube-Video noch herausgesucht oder man dreht ein YouTube-Video und fügt das einfach hinzu. Und wenn man sich die beiden Blogartikel im Content Design einfach nur miteinander vergleicht, dann sieht man einfach, wie sehr Content Design die Zufriedenheit eines Lesers ausmacht. Also wenn ich den sehe, kenne ich mich sofort aus, ich kenne die Strukturen viel besser. Ist einfach für mich auflockender, übersichtlicher, Listelemente viel stärker und schöner einsetzen. Hier mit so Begrifflichkeiten, mit dick und fett. Also es ist einfach angenehmer zu lesen und das ist sozusagen am Ende des Tages auch ein ganz wichtiger Punkt und würde ich auf jeden Fall mit auf die Checklist schreiben. Wie angenehm ist er aktuell zu lesen, in welcher Struktur ist er vorhanden und was kann ich da nochmal herausholen. So, und jetzt hast du eine Liste an Dingen, die du optimieren und verbessern kannst. Das kann jetzt viele Bereiche sein. Du kopierst jetzt einen Blogartikel, in WordPress setzt du den zum Beispiel dann auf Entwurf und arbeitest sozusagen eine neue Version des Blogartikels aus. Diesen natürlich stellst du dann einer fachlichen Experten zur Verfügung und bittest ihn, dass er darüber schaut und holst dir einfach die Freigabe, ob das, was du da eingebaut hast und verändert hast, fachlich korrekt ist und auch überhaupt Sinn macht. Meist ist der Content Creation macht, nicht unbedingt der absolute Fachexperte oder es passiert sehr stark in Kooperation. Wenn der Inhalt freigegeben worden ist, dann tauscht du den Inhalt mit dem Blogartikel, der bis jetzt online war. Ganz wichtig ist, der URL muss immer gleich bleiben, bitte den nicht zu verändern. Das ist eine Todsünde im SEO, URLs zu verändern. Als nächstes müssen wir interne Links setzen. Das bedeutet, du kannst in Google einfach einen Site-Befehl eingeben, also objectbay.com und jetzt Scrum Master dazu eingeben. Und er findet weitere Inhalte, wo dieses Scrum Master thematisiert wird. Also da wird es jetzt irgendwo Scrum Master geben, genau. Da könntest du zum Beispiel einen Link aufbauen. Das heißt, da dieses Wortkombination markierst du und setzt einen Link auf deinen Blogartikel. So, der nächste, was passiert beim Sprint Planning? Auch da ist der Scrum Master, vielleicht jetzt nicht in der Hauptüberschrift, aber irgendwo, genau da ist er auch. Dann könntest du dieses Wort eben verlinken, in dem Fall ist es schon passiert, und der verlinkt dann auf den Blogartikel. Und in jeder Iteration empfehle ich dir, mindestens 2 bis 5 interne Links aufzubauen. Nummer 12 ist, versuche interne Links, die eine Weiterleitung sind, einen 301-Code aufzulösen. Vor allem, wenn das deinen Blogartikel, den du dir gerade anschaust, betrifft. Ich empfehle auch unseren Content Creatern dann Screaming Frog zu öffnen. Bei uns hat jeder SEO eben dieses Tool zur Verfügung und dann einen Crawl schnell über die Website laufen zu lassen und zu schauen, wo man eine Weiterleitung auflösen sollte. Das Video zum Thema Screaming Frog verlinke ich dir oben. Das macht auf jeden Fall Sinn, sich mit dem Tool ein bisschen zu beschäftigen. Next one ist die Indexierung beantragen. Das heißt, wir können jetzt in die Google Search Console gehen. Nachdem wir den aktualisiert haben, können eben ganz oben diesen Artikel eingeben und auf Enter drücken. Dann gehen wir auf Live-URL testen. Das dauert meist ein paar Sekunden. Und wenn du eine Änderung durchgeführt hast, dann kannst du hier jetzt auf Indexierung beantragen klicken. Da wir keine Änderung durchgeführt haben, ist diese Option für mich gerade deaktiviert. Der nächste Schritt ist, wir empfehlen immer aktualisierte Blogartikel auch in anderen Marketingmaßnahmen jetzt einfließen zu lassen. Im nächsten Newsletter soll der vorkommen, auf Social Media könnte der mit eingeplant werden und so weiter. Da empfehle ich immer, dass unser Content-Experte dem SEO-Manager oder eben dem Kunden eine Mail schickt mit, das haben wir aktualisiert, bitte verwende das eben für Newsletter, Social Media und Co. Der Fachbegriff davon heißt Seeding. Danach setzt sich der Content-Experte einen Reminder im Kalender, dass er nach 6 Wochen die Google-Rankings überprüft, wie sehr sich diese jetzt bewegt haben oder nicht. Und
und schreiben danach dem SEO-Manager oder dem Kunden eine E-Mail mit: Ich habe den Blogartikel Scrum Master jetzt aktualisiert. Früher waren wir auf Position 6 in Österreich, heute gar keine Veränderung oder hat sich super verändert oder was auch immer. Das ist das Fazit nach 6 Wochen. Ich gehe zum nächsten Blogartikel über. So kann der SEO-Manager entscheiden, ob man da noch interagiert, ob vielleicht eben in Backlinks mehr eingeht, kann das natürlich auch Qualität sichern und sagen, ist wirklich alles gut durchgeführt worden. Und der Content-Experte kann sich wieder dem nächsten Blogartikel widmen, nämlich wieder der das älteste Last-Update-Datum hat. Wenn du das regelmäßig machst, dann sind gute SEO-Rankings und Traffic fast nicht zu vermeiden. Ich freue mich auf deine Meinung. Wie hat dir das Video gefallen? Gibt es irgendwie Fragen, die aufgetaucht sind? Dann kommentiere gerne dieses YouTube-Video und hinterlass mir einen Kommentar. Und unter allen Kommentaren verschenken wir eine großartige und super stylistische It Helps Kaffeetasse. Als nächstes Video empfehle ich dir eben unsere Anleitung zum Thema Google Search Console und schau dir doch mal unsere Playlist an zum Thema SEO selber lernen und anwenden. Ich freue mich, dich bald im nächsten Video begrüßen zu dürfen. Bis bald!